Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch ein tolles Rezept für einen leckeren Zwetschgenkuchen vom Blech. Und zwar ist es ein sehr schnelles Rezept, denn der Boden und die Streusel werden aus einem Teig zubereitet. Wir haben natürlich unsere Zwetschgen als Füllung und wir haben noch bei diesem Kuchen etwas ganz Besonderes, nämlich einen leckeren Crème Fraiche Vanille Guss. Der macht diesen Kuchen einfach so besonders saftig und fantastisch lecker. Das Rezept müsst ihr wie immer nicht mitschreiben. Ich verlinke euch das hier unten unter dem Titel direkt in der Videobeschreibung, beziehungsweise hier auf dem kleinen i könnt ihr direkt drauf surfen. Auf meinem Blog könnt ihr das Rezept nachlesen, nochmal alle Tipps und Tricks zusammengefasst und es auch ausdrucken. Und wir starten gleich mit der Zubereitung. Für das Rezept benötigt ihr 1,5 bis 2 Kilogramm Zwetschgen oder Pflaumen. Die werden natürlich gewaschen, getrocknet und dann einfach halbiert und entsteint. Ja, das machen wir jetzt mit all unseren 2 Kilogramm Zwetschgen. Ihr könnt übrigens auch anderes Obst verwenden. Äpfel gehen auch sehr schön bei diesem Kuchen. Johannisbeeren, alles Mögliche kann man mal versuchen. So, meine Zwetschgen sind fertig vorbereitet. Ich lasse sie immer so ein bisschen zusammen, dann lassen sie sich nachher schneller auf den Teig aufbringen. Und an genau den machen wir uns jetzt. Gerade beiseite stellen. Und jetzt nicht erschrecken, wir brauchen natürlich recht viel an Mehl. Es ist ja für ein ganzes Backblech gedacht. 600 Gramm Mehl geben wir in die Schüssel. Nehmt da natürlich eine große Schüssel, wo auch wirklich alles reinpasst. Dazu kommen 300 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Esslöffel Vanillezucker. Ich nehme da immer meinen selbstgemachten, deswegen sind jetzt auch die Schoten noch drin. 50 Gramm gemahlene blanchierte Mandeln und einen halben Teelöffel Zimt. Und das vermischen wir uns alles jetzt schon mal miteinander, dass wir eine schöne Mehlmischung erhalten. Und im Hintergrund heizt mein Ofen schon auf 175 Grad Ober-Unterhitze oder ihr könnt auch 150 Grad Umluft verwenden vor. Wunderbar, alles ist gut vermischt. Jetzt kommt noch ein Ei hinzu. Und 300 Gramm weiche Butter, am besten so ein bisschen in Stücken. Und für den besonderen Vanillegeschmack gebe ich noch immer einen Teelöffel ungefähr Vanillepaste hinzu. Dann intensiviert sich der Geschmack. Und wer möchte, kann auch noch Zitronenschale dabei geben, ganz nach Geschmack und nach Belieben. Aber ich lasse es jetzt dabei, bei diesem schönen Vanillegeschmack, und verrühre das Ganze zu einem schönen streuseligen Teig. Perfekt. Wenn alles so schön streuselig verrührt ist, dann können wir jetzt den Teig halbieren. Die eine Hälfte kommt auf das Backblech. Ihr könnt es auch schon verkneten oder wir können es einfach auf dem Backblech dann andrücken als Teig. Ich mache es lieber so, dass ich wirklich die Hälfte abnehme und sie nochmal extra verknete. Und den Rest nehme ich dann für die Streusel oben auf. Das heißt, einfach die Hälfte jetzt hier in eine andere Schüssel noch geben. Oder wie gesagt, direkt aufs Backblech, das geht auch. So, und hier haben wir jetzt sozusagen den Teig für unser Backblech und den werde ich mir jetzt einfach nochmal zusammenkneten, dass ich ihn dann auch gut aufs Backblech kriege. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr die Streusel einfach direkt aufs Backblech gebt und dann einfach dort festdrücken, das geht auch. So sollte unser Teig für den Boden nun aussehen und wir können ihn in unsere Fettpfanne drücken. So, das ist meine Fettpfanne und ich habe einfach noch einen Backrahmen reingestellt und mir ein Backpapier unten reingelegt, die Seiten ein bisschen gefettet, damit er nichts anbackt. Ihr könnt aber auch die Fettpfanne einfach fetten und bemehlen, das geht auch. Und ich lege jetzt einfach meinen Teig hier rein und drücke den so in die Form. Ihr könnt ihn auch gerne ausrollen, das geht natürlich auch. So, fertig. Noch schneller geht es natürlich wirklich, wenn man nur die Streusel einfach in die Form bröckelt und sie dann einfach nur festdrückt. Ich knete es aber immer lieber durch, weil dann einfach der Teig sich noch besser verbindet. Jetzt können wir den Teig noch mit einer Gabel einstechen und ihn dann schon mal vorbacken, so etwa 15 Minuten und dann wird er belegt und mit dem Guss versehen. Also gerade kurz einstechen, dass er sich nicht so wölbt. Fertig. Und bei mir ist der Ofen schon vorgeheizt. Ich backe ihn jetzt bei
Wie gesagt, 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft in der Mitte des vorgeheizten Backofens etwa 15 Minuten vor. In der Zwischenzeit können wir schon mal den Guss zubereiten. Dafür geben wir uns 450 Gramm Crème Fraiche in eine Schüssel. Das kann auch Joghurt sein oder Schmand oder eine Mischung aus Mascarpone und Joghurt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich nehme gerne Crème Fraiche. Es schmeckt besonders lecker. Mit Joghurt allerdings auch ganz gut, wenn ihr keine Crème Fraiche da habt. Dazu kommen 6 Eier. 125 Gramm Zucker, wieder ein Esslöffel Vanillezucker, das entspricht so ungefähr einem Tütchen. Für den extra Vanillegeschmack Vanillepaste, das ist optional. Mache ich aber gerne so. Hinzu kommt noch das Puddingpulver Vanille. Und dann können wir das Ganze miteinander schön verrühren. Schauen, dass das Pulver sich gut auflöst hier in den Eiern und dem Schmand. Und das reicht dann auch schon. Und jetzt brauchen wir nur noch auf den Boden zu warten. Dann kommen die Zwetschgen da oben rauf und der Guss darüber. Und als Abschluss natürlich noch die Streusel. So wunderbar ist der Boden nun vorgebacken, 15 Minuten. Ich musste zwischendurch nochmal einstechen, weil er sich so ein bisschen gewölbt hat. Jetzt kommen unsere wunderbaren Zwetschgen oben aufgelegt. Einfach hier jetzt auf den Boden legen. Und wir haben sie ja so ein bisschen zusammengelassen. Da ist das jetzt schön schnell gemacht. Aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Es ist natürlich noch heiß jetzt durch das Vorbacken. Ich stelle die Zwetschgen immer gerne so etwas an, dann habe ich noch mehr Platz für umso mehr Zwetschgen. Je mehr, desto besser, finde ich. So 1,5 bis 2 Kilo sollten es dann schon sein, auf jeden Fall. Und wenn man die Fläumchen so zusammenlässt, wie ich das gemacht habe, dann geht das auch ganz einfach. Jetzt haben wir noch ein bisschen übrig, da können wir hier hinten noch welche reinbasteln. An die Seite, dass wirklich alles schön angestellt ist. Und wirklich überall genug Zwetschgen oben auf sind, denn jeder möchte ja möglichst viel Frucht auf seinem Stückchen haben. So, ich zeige es nochmal von der anderen Seite. Das Blech ist noch heiß, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ihr es besser seht. Ich habe sie einfach so schön angestellt hintereinander und das geht besonders gut, wenn man sie eben nicht wirklich ganz durchschneidet. Jetzt kommt der Schmandguss darüber. Und das ist auch der Grund, warum wir den Boden vorbacken müssen, sonst würde das zu sehr durchsaften. Und jetzt kommen noch die Streusel oben auf. Die hatte ich zwischenzeitlich kalt gestellt, im Tiefkühler gerade ein bisschen lockern und dann können sie oben drauf. Dann werden sie aber perfekt schön knusprig und weich zugleich. So. Und ich kann euch sagen, das ist ein fantastisch leckerer Kuchen, der auch super toll mit anderem Obst schmeckt, besonders mit säuerlichen Äpfeln, also Boskop-Äpfeln oder auch mit Johannisbeeren, also säuerlichem Obst, Quitten. Da könnt ihr, wenn ihr sowas habt, auch mal ausprobieren. Man kann auch diesen Kuchen wunderbar in mehreren Abteilungen backen. Auf der einen Hälfte Johannisbeeren, auf der anderen Seite dann was anderes auf einem Blech. So hat man dann gleich mehrere Rezepte in einem gebacken. Ich nehme immer die Hälfte der Streuselmasse für den Boden, weil wir einfach sehr gerne das Ganze mit viel Streuseln oben aufessen. Aber das ist Geschmackssache. Ihr könnt auch einfach 3/4 oder 2/3 Boden machen und dann den Rest für die Streusel. Und jetzt kann der Kuchen für 45 weitere Minuten bei 175 Grad Ober-Unterhitze in der Mitte des vorgeheizten Backofens fertig gebacken werden.
Und so wunderbar sieht der Kuchen nach 45 weiteren Minuten im Backofen aus. Die Streusel sind schön knusprig geworden und ich lasse ihn jetzt erstmal in der Form auskühlen, schneide ihn dann und dann werden wir ihn gemeinsam probieren. Der Kuchen ist inzwischen bei mir abgekühlt. Ich kann hier gut anfassen. Natürlich könnt ihr ihn auch lauwarm genießen, dann schmeckt er immer wunderbar. Er schmeckt aber auch am nächsten Tag sehr, sehr gut, wenn er durchgezogen ist. Ich werde mir jetzt einfach hier noch ringsrum einschneiden, ihn teilen und ihn dann mit einem Klacks frischer Sahne und einer frischen Tasse Kaffee oder Tee genießen. Mal schauen. So, alles ist fertig. Eins mache ich aber noch. Ich mache noch ein bisschen Puderzucker oben rauf. Bisschen was ist schon drauf. Restlichen Puderzucker noch oben drüber schön. Sieht dann immer besonders hübsch aus, finde ich. Und etwas Sahne habe ich mir auch schon geschlagen. Jetzt kann es losgehen. Dann nichts wie ans Probieren. Ich nehme noch etwas Sahne oben auf. Nicht nur den Puderzucker, sondern die volle Dröhnung sozusagen. Sahne muss oben auf. Und ich finde, er sieht schon so super saftig aus. Einfach Wahnsinn. Ich liebe es auch, wenn er noch warm ist. Sieht sehr, sehr saftig aus und sehr lecker. Einfach top. Ich liebe Zwetschgenkuchen und dieser hier ist besonders saftig. Der Boden ist schön knusprig geblieben. Ein Traumkuchen im Herbst, unbedingt ausprobieren. Genauso wie die Apfeltorte letzte Woche übrigens. Das war mein leckerer Zwetschgenkuchen mit Guss und Streuseln. Ein wirklich traumhaftes Herbstrezept. Unbedingt nachbacken und mir gerne Fotos schicken auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag hier wieder um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss!